Herzlich willkommen, mein Name ist David Senne, ich bin Produktmanager bei Limke und ich möchte Sie heute begrüßen zu einem detaillierten Blick auf unsere Limke Multirail. Dabei möchte ich insbesondere darauf eingehen, für welche Waffen bzw. Montageschnittstellen die Multirail-Kombination erhältlich ist, welche Vorsatzgeräte ich verwenden kann und wie die korrekte Einstellung der Montage funktioniert. Zunächst kurz dazu, was die Multirail-Kombination so besonders macht. Wir haben hier eine Kombination von einem Zielfernrohr und einem Wärmebild-Vorsatzgerät, allerdings mit 3 Besonderheiten. Zunächst einmal das Zielfernrohr, das ist das Sig Sauer Bravo 3, 3x24. Das ist ein fest vergrößerndes Prismen-Zielfernrohr mit dreifacher Vergrößerung. Das führt dazu, dass die Kombination aus Zielfernrohr und Vorsatzgerät in diesem Fall nur 335 mm lang ist, was etwa der Länge eines herkömmlichen Zielfernrohrs ohne Vorsatzgerät entspricht. Die zweite Besonderheit ist, dass das Bravo 3 mit 17,6 Metern ein sehr großes Sehfeld hat und insbesondere in Verbindung mit unserem Lux 1 dieses sehr große Sehfeld komplett vom Wärmebild des Vorsatzgeräts ausgefüllt wird. Die dritte Besonderheit dieser Kombination ist, dass das Vorsatzgerät nicht am Zielfernrohr montiert ist, sondern direkt auf der Montageschiene und hier mittels eines Schnellverbinders schnell abgenommen werden kann und dabei auch als Handgerät sehr schön kompakt bleibt. Die erste Variante, die Multirail Blaser, besteht aus 3 Komponenten. Einmal dem Bravo 3, der Blaser-Sattelmontage und dem Schnellverbinder. Wobei das Bravo 3 auf der Sattelmontage auf dieser Schiene hier montiert wird und hier vorne sehen wir dann die Aufnahme für den Schnellverbinder. Das Bravo 3 hat im Auslieferungszustand eine angeschraubte Picatinny-Montage. Für die Verwendung mit der Multirail Blaser demontieren wir mit diesen 2 Schrauben diese Picatinny-Montage und sehen dann diese Montageschnittstelle hier, die auf die Multirail Blaser passt und mit 2 Schrauben auf der Schiene entsprechend montiert wird. Um die Montage des Schnellverbinders ans Vorsatzgerät und die Einstellung des Verriegelungsmechanismus auf die Montageplatte zu demonstrieren, habe ich mir hier nochmal die Blaser-Sattelmontage alleine vorgenommen und hier sehen wir den Schnellverbinder mit den Zubehörteilen im Lieferumfang. Der Schnellverbinder lässt sich montieren an den Lux 1, das Merlin 35 und das Merlin 42. Für Lux 1 und Merlin 35 dient diese Adapterplatte mit den 2 Haken an den Enden und für die Montage des Merlin 42 in beiden Varianten 2020 und vor 2020 dient diese Adapterplatte. Bevor wir allerdings den Schnellverbinder an das Vorsatzgerät montieren, müssen wir zunächst den Verriegelungsmechanismus auf die Montageplatte anpassen. Das geschieht folgendermaßen. Ich nehme mir hier die Adapterplatte, die für den Lux 1 und das Merlin 35 passt. Das ist die mit den 2 Haken an den Enden und lege diese Platte in den Schnellverbinder ein. Danach lege ich von der anderen Seite den unteren Schnellverbinder in die gefräste Tasche ein und setze eine der langen Zylinderschrauben in diese Bohrung hier und fixiere anschließend die Schraube mit der mitgelieferten Sechskantmutter. Um die Verriegelung an die Montageplatte anzupassen, hänge ich jetzt meinen Schnellverbinder erstmals in der Montageplatte ein und verriegle ihn. Den spielfreien Sitz des Verriegelungsmechanismus, also des Schnellverbinders auf der Montageplatte, stelle ich jetzt folgendermaßen ein: über diese 2 Gewindestifte, die ich so weit hineindrehe, bis ich einen leichten Widerstand spüren kann. Dann ist die Spielfreiheit hergestellt und jetzt entriegle ich den Mechanismus und verriegle ihn wieder und danach betrachte ich den Spalt, der sich an dieser Stelle einstellt. Der Spalt zwischen der Oberseite des Verriegelungselements
und der Platte des Schnellverbinders sollte etwa einen halben Millimeter betragen. Wenn der Spalt zu groß ist, dann drehe ich die beiden Gewindestifte leicht wieder heraus und wenn kein Spalt zu sehen ist, dann muss ich sie noch etwas weiter reindrehen. Um das Längsspiel des Schnellverbinders im verriegelten Zustand zu eliminieren, drehen wir diese Schraube im Uhrzeigersinn, bis sich leichter Widerstand einstellt. Danach überprüfen wir nochmal die Verriegelung auf einen satten Sitz und die Einstellung ist jetzt abgeschlossen. Diese 3 Schrauben hier sind selbstsichernd, benötigen also keine Schraubensicherung. Der erste Schritt ist jetzt, dass ich diese Mutter wieder entferne. Die habe ich nur für die Anpassung gebraucht. Und diese Kombination setze ich jetzt auf die Schnittstelle vom Lux auf und in die hintere Bohrung kommt meine zweite lange Senkkopfschraube. Die beiden Schrauben fixiere ich jetzt am Gerät. Jetzt kann ich auch hier wieder meinen Lux mit dem Schnellverbinder in die Montageplatte einhaken und entsprechend verriegeln. Während die Gewindestifte für die Anpassung des Schnellverbinders auf die Montageplatte selbstsichernd sind, sollten die Senkkopfschrauben, mit denen der Schnellverbinder am Vorsatzgerät montiert ist, bzw. die Senkkopfschrauben, die das Bravo 3 auf der Schiene halten, mit 3 Newtonmeter Drehmoment mit dem Drehmomentschlüssel angezogen werden und bei der finalen Montage auch mit mittelfester Schraubensicherung gesichert werden, um die dauerhafte Rückstoßbeständigkeit zu garantieren. Für das Merlin 42 benutzen wir die andere mitgelieferte Adapterplatte, legen die in den Schnellverbinder ein, legen hier den vorderen Schnellverbinder in die Tasche und in diesem Fall verwenden wir jetzt die kurze Zylinderschraube aus dem Lieferumfang und schrauben diese direkt in die Adapterplatte ein. Ich brauche also die mitgelieferte Mutter in diesem Zustand nicht. Und jetzt kann ich wieder meine Anpassung an die Montageplatte vornehmen, wie wir das eben gesehen haben, und gegebenenfalls im Anschluss mein Merlin 42 Vorsatzgerät montieren. Zur Montage des Schnellverbinders an mein Vorsatzgerät lasse ich im Fall des Merlin 42 nach dem Justiervorgang die Adapterplatte im Schnellverbinder, lege die Adapterplatte bündig mit den beiden Bohrungen hier unten auf das Gerät auf und befestige dann das Gerät mit den beiden langen Zylinderschrauben aus dem Lieferumfang. Das Gerät ist jetzt montiert und kann auf der Schiene eingehakt werden. Die zweite Variante neben der Multirail Blaser für Waffen mit der Schnittstelle für die Original Blaser Sattelmontage ist die Multirail Picatinny für Waffen mit einer langen Picatinny-Schiene. Wir benötigen hier etwa 25 cm Schienenlänge und die Komponenten werden hier direkt auf der Picatinny-Schiene montiert. Die erste Komponente ist wieder das Bravo 3. Hier belassen wir die angebaute Picatinny-Montage, die im Auslieferungszustand hier montiert ist, am Gerät. Die zweite Komponente ist der Picatinny-Adapter, den wir auf die Schiene montieren, der hier die Aufnahme für den Schnellverbinder hat. Und die dritte Komponente ist wieder unser Schnellverbinder. In der Kombination auf der Waffe sieht das Ganze dann so aus. Ich habe mein Bravo 3 hier montiert und ich habe mein Vorsatzgerät auf dem Picatinny-Adapter montiert, den man hier sehen kann. Der Adapter für die Picatinny-Schiene wird bei gelösten Schrauben auf die Schiene aufgekippt und dann kann ich hier die Klemmschrauben entsprechend festziehen. Jetzt habe ich hier auf dem Adapter oben meine Aufnahme für den Schnellverbinder, die Einstellung des Schnellverbinders, um das Spiel zu minimieren, passiert hier auf diesem Teil hier genauso wie auf der Blaser Sattelmontage mit der Adapterschnittstelle für den Schnellverbinder.
Im montierten Zustand sieht die Variante für die Picatinny-Schiene dann so aus. Hier entsprechend nochmal die Multirail-Blaser-Kombination mit dem Bravo 3 auf der Blaser-Sattelmontage und dem Vorsatzgerät. Zu dieser Kombination noch ein Tipp: Wenn man die Blaser-Sattelmontage von der Waffe abnehmen möchte, empfiehlt es sich vorher, das Vorsatzgerät abzunehmen, um die Schwenkhebel der Blaser-Sattelmontage einfach öffnen zu können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Funktionsweise der verschiedenen Komponenten unserer Limke Multirail näher bringen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.